Als wir vor ein paar Tagen die Wanderung zum Horsehead Beach unternommen haben, da habe ich von der Fähre aus rechts schon ein demontiertes Stromleitungsnetz gesehen. Also ich wusste von einer Detailkarte, die ich von dort gesehen habe, dass dort eigentlich Strommasten sein sollten. Es lagen eben nur noch die Masten am Boden. Es waren so orangene Säcke dran gebunden. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist wahrscheinlich, dass man sie wiederfindet, wenn man sie dann mit dem Hubschrauber abtransportiert. Und jetzt fast vor unserer Nase fliegt der jetzt die ganzen Masten von der Insel dort quasi zur Straße, wo sie dann wahrscheinlich abtransportiert werden. Das ist so cool. Die 3 Männer am Boden entwirren das Ganze jetzt und dann sortieren sie die Stämme und dann kommt bald wieder eine nächste Ladung. Und in den orangenen Säcken sind die Drähte dabei, mit denen die Masten dann abgespannt waren. Wie das Seil so nachhängt. Das ist so cool. Und dann lässt er da einfach aus und dann... Ja, wir haben immer noch nicht die Norwegen-Flagge aufgepickt. Deswegen machen wir das jetzt tun. Das ist Stopp! Stopp! Danke, Karin. Aber wir haben jetzt so gepackt, dass wir anderen noch einen Parkplatz lassen, weil es wäre zwar einer frei. Aber ja, wir können eben den auch nehmen und deswegen, da hinten parken sie schon neben der Straße. Also ja, nachdem jetzt der erste Tag nach dem schlechten Wetter ist, werden wahrscheinlich viele jetzt heute wandern und haben wir uns gedacht, erstens, weil wir es können und zweitens tun wir eine gute Tat. Jetzt packen wir zusammen. Wir wollen dann zum Strand wandern und heute dort übernachten. Das heißt, wir nehmen das Zelt mit, wir nehmen Essen mit, Skiunterwäsche, Schlafsäcke. Und da hinten ist Anflüge von einem blauen Himmel und der Ja. Strand ist genau nach Westen ausgerichtet. Das heißt genau dort, wo die Sonne untergeht. Und ich hoffe so sehr, dass erstens mal kein Wind ist, das passt schon mal recht gut und wir ein Lagerfeuer machen können, weil wir haben ganz viel Brennholz mit, Ja. dass wir auch über diesen kurzen Wanderweg da drüber karren werden. 2 Kilometer sind es. Ja. Und also da unten am Fuß vom Wanderweg liegt schon ganz viel Holz und es sind ganz viele Steintreppen angelegt. Also ich nehme an, das wird eher nur ein Spaziergang werden und kein Wanderweg, deswegen können wir da auch ruhig das Feuerholz mitschleppen. Der Rucksack ist gepackt, wir sind umgezogen und es soll erst wieder übermorgen regnen. Und es ist so schön, mal alles trocken zu haben und man muss sich nicht überlegen, okay, wie viel Paar Socken brauche ich jetzt mit, weil die werden sicher nass oder hält das die Jacke aus oder so. Und es ist einfach trocken und wir bleiben warm und trocken und es ist sehr schön. Ich freue mich schon sehr auf die Wanderung und auf den Strand dort. Weil ich glaube, es werden ziemlich viele Leute dort campen. Mal schauen. Wir haben Abendessen mit, also Erdäpfelpüree und Würstchen, die wir beim Lagerfeuer machen wollen. Wir haben Holz mit zum Lagerfeuer machen. Wir haben das Zelt mit, die Schlafsäcke, Isomatten und so weiter. Und wir haben sogar Müsli und Joghurt fürs Morgenfrühstück. Also, ich glaube, das wird ziemlich cool. Bist du bereit, Dani? Ja. Ja, ich bin bereit. Auf geht's! Auf geht's! Baba, Nora, schlaf gut. Also ich nehme an, Sie sind gerade erst am Anfang vom Bau des Weges. Es ist so schön. Man schaut links oder rechts, sieht entweder das Meer, so urvielen kleinen zerklüfteten Inseln oder rechts riesige mit Moos bewachsene Berge. Wow. Ihr seid ja die letzten 48 Stunden oder sowas durchgeschüttet und deswegen ist halt alles gatschig.
Das ist das letzte Stück bis zum Scheitelpunkt. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass ich mein Holz auch so tragen kann. Das ist viel angenehmer. Und dann sehen wir schon den Strand. Wir haben unseren Zeltplatz auserkoren und jetzt geht's ans Zelt aufbauen. Wetter ist super. Zelt steht und Dani. Feuer schaut gut aus. Wuhu! Ein Streichholz. His words of sincerity silently I avoid the tears that almost fell. Wir machen uns bereit zum Würstelgrillen. So? Ich dachte längs. I'll pray for her and hope that she's found some haven. So wie wir es erwartet haben, kommt gleich die Sonne, das kleine Stückchen zwischen Wolkendecke und Horizont. Jetzt haben sie in der letzten Sekunde noch ein paar Wolken vor die Sonne geschoben. Dann haben sie kurz golden leuchten gesehen, aber jetzt wird nur noch links oben der Himmel rot beschienen. Sieht auch sehr schön aus. Seit langem wieder im Zelt. Das wollte ich sagen. Ja, seit langem wieder im Zelt und die Aussicht ist so gigantisch. Also das hat sich echt ausgezahlt, dass wir noch auf den Lofoten ausgeharrt haben bei diesem widrigsten Wetter. Und jetzt können wir, glaube ich, wirklich wieder ein positives Erlebnis von den Lofoten runterfahren. Das passt echt super. Gute Nacht, oder? Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Das ist kein schlechter Ausblick. Und jetzt vor allem die andere Seite. Wow. So schön. Was haben wir zum Frühstück? Joghurt mit Müsli. Ich hatte das Joghurt die ganze Nacht in meinem Fußteil vom Schlafsack, damit es gewärmt wird, damit es nicht eiskalt ist. Und es hat geklappt. Das ist so schön, so beeindruckend. Was da alles so mitten im Stein wächst. Ich glaube, wenn man sich das von außen jetzt von der großen Perspektive anschaut, schaut das so aus. Das ist halt unterm Strich wirklich nur ein Häufchen Erde auf einem Stein. Hat keine Verbindung zu irgendeinem größeren Erdfleck da. Und trotzdem wachsen so viele kleine Sachen drauf. So viele verschiedene auch. Und hier an diesem Strand wurde der Film North of the Sun gedreht. Und die originale Behausung von diesem Film steht immer noch und man kann sogar hineingehen und es ist alles noch eingerichtet und es schaut ganz cool aus. Da oben kommt das Ofenrohr raus, das ist das Dachfenster. In dem das mit der Schnur abgesteckte darunter verbirgt sich der Unterschlupf. His lost to infinity cured them of the insanity but left a hole. Am Hergehen haben wir das Holz getragen und jetzt haben wir kein Holz mehr, also nehmen wir zurück in einen Sack Müll mit. Es stand auch im Eingang, dass wenn man kann, dass man was mitnehmen soll, damit schmeckt. Tun wir unseren Teil. Embrace the things that never will be. Wir können schon wieder unser Auto sehen. Ist noch da. Juhu!
da die Leitschiene, also das war schon so, das war nicht hier. Und dann gibt es eben ein Stückchen, da kann man super drüber fahren. Und dann gibt es dieses Stückchen hier. Da kann man ziemlich schlecht drüber fahren. Und der Kollege hier hätte sich auch da herstellen können. Ja, oder 2 Meter, also Oder ein bisschen weiter vor ja. oder ein bisschen mehr als die Leitschiene. Das hätte nicht sein müssen. Wir haben noch 2 Backpacker ein kleines Stückchen mitgenommen und wir haben jetzt einen Hotspot gemacht, weil wir halt die norwegische SIM-Karte haben und sie hätten halt sonst hier ewig lang gratis WLAN suchen müssen und ja, sie wollten sich ja nur die Offline-Karte runterladen, das ist fast. Tschüss! Ciao! Jonathan und Mona. What of you? Out the window, she followed it down and closed her eyes for eternity. His words, his sincerity, silently I wiped the tears that almost fell in the church. If I was a prayer, I'd pray for her and hope that she's found some heaven. Dafür habe ich jetzt umgedreht und bin extra 1 Kilometer weit gefahren, weil man so lange nicht umdrehen konnte. Aber ich finde, das ist es echt wert, festgehalten zu werden. Wir haben nach ein bisschen Suchen einen Schlafplatz gefunden mit direktem Blick auf den Sonnenuntergang, weil ich glaube, heute wird es was mit Sonnenuntergang. Alles andere wird mich sehr wundern.